Also mir die Elfenbeinküste richtig gut gefallen, muss ich mal sagen. Ging im Mann ein bisschen verhalten los, aber danach super. Schönes Land. Geradeaus? Weiß ich nicht. Nee, da vorne rechts, da stehen sie ja alle. Wir sind in Ghana angekommen und versuchen das nochmal mit der Hütte am Meer. Vielleicht gibt es hier weniger Mücken und ein dichtes Dach. Weil ich das süße Brot nicht mag zum Frühstück, verfüttert der Jan das an seine neuen Freunde. Es ist 9 Uhr morgens. Wir sitzen schon wieder im Boot. Die Luftfeuchtigkeit ist abartig. Und wir fahren zu einem Dorf auf Stelzen. Sehr paradiesisch hier an der Küste Ghanas. Für die erste Übernachtung nicht schlecht im Land. Unsere Abfahrt verzögert sich leider noch. Geht nicht, Katze. Das passt mit dem Gepäck auch in der Breite. Ja, lass den Gegenverkehr da mal eben durch und dann fahren wir da mal jetzt hinterher. Da kommt wieder Gegenverkehr. Da ist ein Loch. Da gucken Nägel raus, Achtung. Es sieht so ein bisschen aus, als wären wir in Deutschland. Das ist nämlich auch das Fort Groß Friedrichsburg. Aber der Mangobaum, der verrät, dass wir in Ghana sind. Im Fort selber kann man sogar übernachten. Und das machen wir heute. Es ist komisch, dass alles so richtig typisch deutsch aussieht hier auf der Festung. Aber die Palmen passen nicht ins Bild. Und die schönen Strände natürlich auch nicht.
Hier geht's ins Verlies, wo bis zu 200 Sklaven aufbewahrt wurden, bis das Schiff losging über den Atlantik. Essen gab's nur durch diese Öffnung. Ich überlege, ob man hier, also mit dem Auto, normale Höhe geht es, gell? Ja. Aber mit einem Van vielleicht schon ein bisschen eng. Ja, dann nimmst du schon die anderen Äste mit. Die Brücke ist wegen Dämlichkeit zusammengebrochen, weil es so ein paar Goldgräber gab, die meinten, genau unter den Brückenpfeilern ist das Heil überhaupt zu finden. Ja, war zwar nicht so, dafür ist dann die Brücke zusammengestürzt. Und das ist jetzt ein Jahr her und seitdem sind die dabei, hier die Brücke neu zu bauen. Nicht übertreiben mit dem Gas geben, ne? Ja, ich habe gerade deinen hellen Scheinwerfer gesehen. Was machst du da? Gas geben. Fängt an zu tröpfeln. So ist das, wenn die Regenzeit naht. Vielleicht ist er auch schon da. Ja. Connected.